Dieses Skandalurteil sorgt in Italien und darüber hinaus für große Empörung. Ein Schulhausmeister soll einer 17-jährigen Schülerin auf einer Treppe in die Hose gefasst und ihr Gesäß berührt haben. Ein Gericht spricht den Mann frei, weil der Übergriff weniger als 10 Sekunden gedauert habe und deswegen zwar ungeschickt, aber frei von lüsternen Absichten gewesen sei. Ich kann doch sagen, dass das nach unseren deutschen Maßstäben natürlich befremdlich wirkt. Keine Frau muss sich, egal ob es 1 Sekunde ist, 5 oder 10, sexualisiert anfassen lassen. Erst recht nicht an ihren Geschlechtsteilen. Es wird ja der Sicherheitsraum durchbrochen und die Schule sollte ein sicherer Ort sein und noch viel mehr sollte der eigene Körper ein sicherer Ort sein. Und das dann auch noch im Zusammenhang mit so einem nachgehenden Urteil, wo dann eine Invalidierung, also eine Entwertung des Bedürfnisses der Betroffenen nach Schutz, wo die abgesprochen wird, ist es höchst bedenklich und schwer für Betroffene zu verarbeiten. Unter dem Hashtag 10 Secondi, zu Deutsch 10 Sekunden, posten Menschen in sozialen Netzwerken Videos, um zu zeigen, wie lang dieses kurze Bekrapschen sein kann. 10 Sekunden lang läuft eine Stoppuhr, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und intime Bereiche ihres Körpers berühren. Für Betroffene sind sexuelle Übergriffe unerträglich. Solidarität wie der auf Social Media stärken den Zusammenhalt. Opfer und betroffene Menschen bekommen in dem Moment das Signal, wir finden das Urteil falsch, wir finden, du hast recht und wenn du mit jemandem reden möchtest, wir sind da, du bist nicht alleine. Nein heißt nein, möchte ich nicht heißt, ist nicht erlaubt und das heißt nicht, ist aber für 10 Sekunden trotzdem okay. Auch die erfolgreiche deutsche Rapperin Shirin David thematisiert Objektifizierungen und sexuelle Übergriffe, Dinge, die sehr oft Frauen betreffen, in ihrem Song Lächel doch mal. Im Lied dreht sie den Spieß einfach um. So ein schönes Accessoire, schau nicht böse, lach doch mal. Was für höfliche Distanz, meine Hand ist an dem Arsch. Ist doch witzig, haha, ich nehme Ablehnung gar nicht wahr. Hat er Nein gesagt, ja, auch Nein bedeutet manchmal ja. In Deutschland war es übrigens bis zum Jahr 2016 so, dass eine Lücke in der Gesetzgebung dafür sorgte, dass Übergriffe wie Po- oder Brustkrapschen nicht geahndet wurden. Vorher wäre das so gewesen, dass man immer die Frage gestellt hätte, ist das eine sogenannte Beleidigung auf sexueller Grundlage? Der Haken bei der Sache ist juristisch, Beleidigung braucht ein Element der Missbilligung oder Nichtbilligung. Und da haben die Männer dann immer gesagt, ganz klassisch, naja, ich habe die Frau ja nur angefasst, weil sie mir so gut gefallen hat. Und ich wollte das ja gerade nicht missbilligen, sondern das war ja eine Bekundung von Sympathie. Das klingt jetzt skurril, aber wenn man es mal in juristischen Kategorien aufdröselt, ist es ja eben keine Missachtung, sondern man kann es ja so sehen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass eine juristische Lücke entstanden ist, die dann eben nach unserem Verständnis heute geschlossen werden muss. Geschädigten steht mit der neuen Gesetzgebung jetzt immer auch ein Opferanwalt auf Staatskosten sowie eine psychosoziale Prozessbegleitung zu. Der Anwalt rät, jeder geschädigten Person Anzeige zu erstatten. Darüber hinaus helfen auch Vereine wie der Weiße Ring. Wir hatten hier vor ein paar Monaten den Fall zu bearbeiten von einem jungen Mann, der saß neben einer Frau und war offensichtlich an der in sexueller Weise interessiert und hat ihr dann den Arm auf deren Oberarm gelegt, ja, und hat dann gesagt, du bist so süß und schön und ich würde gern mit dir nach Hause gehen. Und sie wollte das aber nicht. Sie hat gesagt, nein, ich habe einen Freund und möchte ich nicht. Und dann hat er den Arm aber da liegen lassen und hat gesagt, komm, und wollen wir es nicht mal versuchen? Ja, und sie hat dann auf jeden Fall Anzeige erstattet wegen sexueller Belästigung. Und der junge Mann ist dann am Ende auch verurteilt worden wegen sexueller Belästigung. Jetzt kann man sagen, auf den ersten Blick ist das die Hand auf den Unterarm legen ja nicht so ein schlimmer Übergriff. Auf der anderen Seite, nach der neuen Bewertung, muss man aber auch sagen, keine Frau muss es sich gefallen lassen, dass irgendein fremder Mann kommt, sie streichelt und dabei irgendwas Sexualbezogenes sagt. Und das ist eben die neue Wertung, mit der wir mittlerweile juristisch dann zu tun haben. Bei einer sexuellen Belästigung sind in Deutschland inzwischen sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren möglich. Der Fall in Italien hat mit dem Freispruch des Hausmeisters zur Folge, dass der weiterhin an seiner alten Schule arbeiten kann. Also das ist natürlich ein großes Problem und andere Schülerinnen und Schüler könnten sich möglicherweise nicht mehr sicher fühlen und dann ungern die Schule aufsuchen. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich für eine Einschränkung der Ausübung des Berufs ein rechtskräftiges Urteil notwendig ist. Also da ist die Schule auf die Rechtsprechung angewiesen. Die kann ja nicht einfach ein Berufsverbot ohne Rechtsgrundlage aussprechen. Die betroffene junge Italienerin möchte Berufung gegen das Urteil einlegen. Sie will nicht hinnehmen, dass eine solche Tat nicht wie eine Straftat geahndet wird.